Heute möchte ich etwas über Koordinatensysteme im Revit erzählen, insbesondere wofür man Geokoordinaten braucht und wo das Problem liegt. In Revit werden Objekte in der Regel durch ihre Koordinaten repräsentiert. Hier haben wir zum Beispiel eine Wand und der Anfangspunkt und der Endpunkt der Wand werden als Koordinaten abgelegt. Dazu sind die Koordinaten relativ zum Ursprung eines internen Koordinatensystems abgelegt. Was passiert nun, wenn der Koordinatenursprung sehr weit entfernt ist? Dann entstehen hier riesige Zahlen und Revit kann so viele Ziffern nicht repräsentieren. Das heißt, die Ziffern, die hier in Grau dargestellt sind, werden einfach auf Null gesetzt und man kommt zu dem Ergebnis, dass diese Wand zum Beispiel eine Länge von Null hätte. Und das ist natürlich ein Problem. Und deshalb darf man niemals sehr weit weg, 10 Meilen vom Ursprung beispielsweise, etwas konstruieren. Wie geht man nun mit großen Geokoordinaten um? Dafür hat Revit ein Konzept. Es ist das Vermessungskoordinatensystem oder die geteilten Koordinaten. Warum muss man nun aber tatsächlich manchmal mit großen Koordinaten arbeiten? Der Hintergrund ist, dass die Daten von verschiedenen Quellen hineinkommen, zum Beispiel aus Punktwolken, IFC-Dateien oder DWGs. Hier zoomen wir beispielsweise auf eine Demofabrik in Rotterdam. So sieht es in Google Earth aus. Nun schauen wir uns das Ganze in Revit an. Hier haben wir einen ähnlichen Blick, sogar derselbe LKW steht hier und ich habe mal was vorbereitet. Ich habe hier etwas hineinkonstruiert und Koordinaten angelegt. Diese Koordinaten zeigen auf denselben Punkt und haben am Anfang denselben Wert, weil die Ursprünge aller Koordinatensysteme gemeinsam an einer Stelle liegen. Ich schiebe die mal weg. Jetzt habe ich hier das Projektkoordinatensystem. Die Zahlen hier oben verändern sich, die Zahlen hier unten bleiben gleich. Und genau andersrum, hier ist das Vermessungskoordinatensystem. Verschiebe ich es, verändern sich nur die Koordinaten, die in Vermessungskoordinaten angegeben sind, wohin die Projektkoordinaten gleich bleiben, weil sich dieser Bezugspunkt nicht geändert hat. Ich wechsle mal in die Draufsicht und nehme mal dieses Vermesserkoordinatensystem weit weg. In der Regel ist es sehr weit weg. Gehe wieder auf die 3D-Ansicht und sehe, dass ich jetzt hier große Koordinaten habe, aber in Projektkoordinaten, das sind die Koordinaten, mit denen Revit wirklich rechnet, bleiben die Zahlenwerte gleich und klein. Nun ist es praktisch, auch dieses Symbol im Bereich meines sichtbaren Bereiches zu sehen. Dazu schalte ich die Büroklammer hier aus und jetzt kann ich das Symbol verschieben, ohne dass der Ursprung sich verändert. Ich erkenne es daran, dass sich hier die Zahlen verändern. Und die bringe ich wieder in die Nähe meines Systems. In der Regel platziere ich das Symbol irgendwo hin auf einen Grenzstein, eine geodätisch bekannte Koordinate. Nochmal zusammengefasst. Der interne Koordinatenursprung wird nie verändert. Er liegt hier. Und nicht weiter als 10 Meilen davon darf ich modellieren. Das ist das Projektkoordinatensystem, dessen Ursprung ich dorthin schiebe, wo es passend ist zu meinem Projekt. Und das ist das Vermessungskoordinatensystem. Hier in dem Fall habe ich es auch gedreht, weil gewöhnlicherweise liegt der geografische Norden nicht in Richtung der Hauptachsen des Gebäudes. In einem anderen Video werden wir zeigen, wie man
mit georeferenzierten Punktwolken in Revit und Recap umgehen muss. Vielen Dank.